Das Thema Fehlgeburt. Heute sprechen wir darüber. Und wir sprechen darüber, dass der Mutterschutz, der ja in großen Teilen erst ab der 24. Schwangerschaftswoche beginnt, eigentlich viel, viel früher beginnen müsste. Eine neue Folge von Das Schwere leicht gesagt. Und liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder einschaltet. Ich freue mich heute sehr, Andrea Galle hier bei uns im Podcast zu haben. Liebe Andrea Galle, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Sie sind Vorständin einer großen Krankenkasse. 600.000 Mitglieder habe ich auf der Homepage gesehen, der MKK. Und ja, Sie haben da an dieser Stelle ja auch einfach immer wieder eine Beziehung zu diesem Thema. Aber Sie haben ja ursprünglich mal eigene Erfahrungen gehabt. Denn das war ja der Anlass, weshalb wir beide zusammengekommen sind. Sie haben in LinkedIn gepostet, vor x Jahren hatte ich selbst eine Fehlgeburt, kam dann später in dieses Krankenhaus und hatte ein Déjà-vu. Wie war das damals? Ja, also erstmal muss ich sagen, sowas schreibt man ja nicht alle Tage über sich. Ne? Und das heißt, ich hatte einen Anlass und der Anlass war, dass ich aktuell konkret mich auseinandergesetzt habe mit der Fragestellung, warum haben Frauen eigentlich erst ab der 24. Mhm. Schwangerschaftswoche Anspruch auf Mutterschutz? ähm, was an für sich natürlich eine gute und eine richtige Sache ist, ne? Mhm. Aber warum macht man das fest an diesem starren Datum und was ist mit den Frauen davor? Das haben wir intern diskutiert und, und eigentlich durch diese Gespräche, die ich geführt habe, kam eigentlich auch meine eigene Story wieder so ein bisschen Mhm. hoch, ne? Und ich hielt es einfach für richtig, aus der eigenen Erfahrung sprechen zu können, um dieses Thema einfach auch vielleicht auch nochmal sichtbarer zu machen und Mhm. glaubwürdiger zu machen, weil sich vielleicht auch mancher, der es einfach nur platt liest, wir fordern gestaffelten Mutterschutz vor der 24. Schwangerschaftswoche, sich denkt, ja, warum eigentlich, was soll das, ne? Und das vielleicht ein bisschen abtut. Und das war der Anlass, dass ich darüber geschrieben habe. Und es ist Tatsache so, dass ich mit 19 Jahren eine Fehlgeburt hatte, Mhm. in der 17. Schwangerschaftswoche. Ähm, Die Umstände waren nicht sehr glücklich seinerzeit. Ich war mitten im Studium und ich bin allerdings im Osten aufgewachsen, da war das mit dem Studium und Schwanger kein Problem. Ne? Und deswegen war das auch ein Kind, was gewollt war. Es hieß dann eben auch, irgendwie zu funktionieren und vor allem es wurde Mhm. nicht darüber gesprochen. Ne? So. Ist man damit allein gewesen, dann buddelt man das weg irgendwie. Jedenfalls, das war meine Strategie. Ich habe es irgendwie weggebuddelt. Und es ist mir Tatsache so passiert, dass ich 20 Jahre später in meinem jetzigen Job als Krankenkassenchefin in diesem Krankenhaus war für ein Vertragsgespräch und null vorher daran dachte, also ich habe jetzt nicht wochenlang vorher darüber gegrübelt, oh, da ist was passiert. Also ich hatte es gar nicht auf dem Schirm. Und nun war dieses Vertragsgespräch ausgerechnet auch noch in der Frauenklinik des Hauses. Und ich komme da rein und das war eben dann Tatsache in dem Moment ja sowas wie ein Zusammenbruch, ne? Also der Mhm. mich völlig überrascht hat. Ja, wie bin ich damit umgegangen? Ich habe mich damals auf die Patiententoilette verkrümelt und mich zusammen gesucht wieder und ich habe den Tag auch überstanden, aber ähm, es hat mich einfach in dem Moment vor allem selbst überrascht, dass da etwas war, was offenbar nicht verarbeitet war, ne? Und was mir auch gar nicht bewusst war. Ne? Mhm. So, und weil Sie sagten, dieser LinkedIn-Post, was ich danach erlebt habe, war nochmal zu sehen, wie hoch die Relevanz in dem Thema ist. Ne? Mhm. Was sicherlich auch damit zusammenhängt, wir wissen es wird ja nicht systematisch erfasst. Fehlgeburten vor der 24. Schwangerschaftswoche landen in keiner Statistik. Ne? Mhm. Und aber das Thema braucht Raum und die Betroffenheit ist groß. Und es war also einer der Posts mit einer erstmal hohen fünfstelligen Ansichtsrate, ne?
aber mit unfassbar vielen Kommentaren und vor allem mit noch mal mehr Privatnachrichten, die mir Frauen geschickt haben, Mhm. die die sich bedankt haben, die geschrieben haben, dass sie sich das nicht getraut hätten. Ne? Das ist Mhm. also Mhm. auch ein Tabuthema. Und dass es aber so wichtig wäre, dass sich da was ändert und die teilweise wirklich ihre Eindrücke und ihre Erfahrungen mir geschildert haben. Ne? Und das ist die Erfahrung, die ich halt nach diesem LinkedIn-Post gemacht hatte, unabhängig davon, dass wir uns darüber kennengelernt haben. Ja. Ja, aber es ist ganz, ganz klar ein Thema. Und auch wenn man nicht darüber spricht, wird es davon nicht einfach, wächst kein Gras über die Sache, sondern es ist virulent. Und wenn ich einfach an meine frühere Rolle als Gemeindepfarrer denke, beziehungsweise als Seelsorger, es kann auch nach Jahren nochmal sichtbar gemacht werden, zum Beispiel bei Seelsorge, bei Aufstellungen, dann wird es auf einmal präsent. Und deshalb ist es genauso wichtig, dass wirklich auch Frauen, und jetzt ergänze ich bewusst auch Männer, denn die fallen in der Regel nochmal hinten runter, da wirklich in den Blick geraten und dass man dann deutlich früher ansetzt. Wie gesagt, wir wissen, bis zur 12. Schwangerschaftswoche, da hat man in der Regel eine Art von Ausschabung und danach äh, muss die gesamte Prozedur ja durchgezogen werden. Und das macht ja was mit einem. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir darüber sprechen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass die Krankenkassen, da habe ich mit Ihrem Kollegen Professor Loth auch schon Kontakt gehabt, das über den Bundesrat jetzt an die Bundesregierung gegeben haben, dass sie das bitte, bitte zum Gesetzentwurf machen, dass da früher für die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter gesorgt wird. Ich finde das übrigens toll, dass der Bundesrat jetzt Tatsache die Initiative ergriffen hat. Ne? Das ist ein wichtiges Zeichen. Und Sie haben auch was Wichtiges gesagt, ja, auch die Männer. Ne? Mhm. Ähm, und ich denke, dass die Männer davon profitieren werden, wenn die Frauen das Thema sichtbar machen. Also Ja. auch die Männer werden davon profitieren. Weil für die Männer ist es vielleicht noch mal ein größeres Tabu. Ich spreche aber aktuell mal vor allem für die Frauen, weil Mhm. die erleiden es erstmal auch körperlich. Ne? So, Mhm. das ist also ja auch Fakt. Und wenn ich eins in meiner jetzigen Tätigkeit gelernt habe, dass wir gut beraten sind, das Thema Frauengesundheit ernster zu nehmen. Ne? Weil wir haben so viele Tabuzonen im Bereich Frauengesundheit, dass es dringend geändert gehört. Und man kann auch überlegen, warum kommen diese Themen jetzt eigentlich gerade so hoch? Ne? Warum haben sie jetzt gerade Raum? Es ist ja nicht nur das Thema Fehlgeburt und die damit verbundene Trauerarbeit, sind auch andere Themen. Aber ich habe mal überlegt, ob es nicht auch daran liegt, dass wir viel mehr Frauen in Beschäftigung haben, dass Mhm. Frauen also sichtbarer sind, ne? Und dadurch auch bereiter, eben auch für sich einzustehen und auch ihre eigenen Rechte einzufordern. Und gerade das Thema Fehlgeburt ist ja etwas, was früher, es ist ja irgendwie im häuslichen Bereich passiert, ne? Mhm. Und dadurch hat es keinen Raum in der Öffentlichkeit bekommen. Ne? Und dann hing dieses Tabu drüber. Ich finde, das ist gerade eine große Chance, auch für die ganze Gesellschaft, dass wir über diese Themen sprechen, ihnen Raum geben, einfach auch ja, für die Gesundheit ganz wichtig, nicht nur für die mentale, auch für die körperliche. Und Sie haben unsere Versicherten angesprochen. Mhm. Wir sehen das ja durchaus auch in der versicherten Klientel. Aber ich bin halt auch Arbeitgeberin. Ne? Ich habe hier 1150 Mitarbeitende, Mhm. 70% davon sind Frauen. Und insofern habe ich auch ein Interesse daran, dass wir hier ein gutes Miteinander haben. Und dazu gehört halt auch, dass man Menschen sieht in der Situation, in der sie jetzt gerade sind. Ne? So. Und das nicht tabuisiert. Zumal, welchen Vorteil hätte man davon, dass man es tabuisiert?
Der Vorteil hieß ja nur, wir bringen es nicht aufs Tapet. Aber Hm. wie gesagt, die Fakten sind klar, die Fakten sind gegeben und damit sind sie unterschwellig doch da. Und wenn ich jetzt gerade noch mal auf die Arbeitgeberinnenfunktion an dieser Stelle gucke, Sie sehen ja auch wiederum in dem Moment, wo Sie da den Mitarbeiterinnen entgegenkommen und möglicherweise auch von sich aus sagen, ab der 24. Schwangerschaftswoche hast du zwar erst die Möglichkeit, den vollen Mutterschutz zu bekommen, aber ich sehe ja, wie es dir geht. Bleib mal zu Hause, kann ich dich vielleicht sogar auch mal anrufen, um wirklich auch der Mitarbeiterin da zu helfen, wenn sie sagt, das ist für mich in Ordnung so. Möglicherweise sagt sie ja auch, ich will unbedingt arbeiten, denn zu Hause fällt mir die Decke auf den Kopf. Ja, also Menschen sind unterschiedlich und also ich habe auch gar nicht so das Patentrezept. Also ich denke schon, es ist wichtig, dass wir dieses Gesetz bekommen, dass wir Ja. Tatsache einen Rahmen bekommen. Erstens braucht die Frau dann nicht bitten, ne? Mhm. Also wird nicht zur Bittstellerin und hat einen Anspruch darauf. Ne? Und es ist irgendwie auch ein Stück, ich nehme mal das Wort Wertschätzung der Gesellschaft. Ne? Es ist Mhm. also Ausdruck auch für Wertschätzung, dass eben auch hier anerkannt wird, hier ist eine Frau, die ein Kind verloren hat und von einem auf den anderen Tag keine Mutter mehr ist. Ne? So, und wenn Sie müssen sehen, also nicht nur ab der 24. Woche ist da schon ein Bauch. Ne? Mhm. So, und der ganze Hormoncocktail hat sich ja schon auf Schwangerschaft Mhm. umgestellt. Und Mhm. das ist einfach eine Phase, in der man einfach dann auch diese Unterstützung benötigt, ne? Wo ja auch Ansprüche da sind, dass auch eine Hebamme nochmal Mhm. unterstützt, ne? etc. Das leitet sich ja erst dann gut ab, wenn wir eine gesetzliche Regelung haben. Mhm. Alles andere, was Unternehmen tun können auf der freiwilligen Basis, ist natürlich begrüßenswert, ne? Ähm, bringt aber Hürden. Zum Beispiel nicht in jeder Firma, auch gerade in den großen Firmen, hat man so einen, jetzt sage ich mal, familiären Umgang. Mhm. Ähm, es gibt dann eben auch viel Formales. Ne? So große Firmen brauchen in der Regel irgendwie sowas wie einen Nachweis. Also, na, Mhm. kann man sagen, okay, eine Frau wird sich nicht ausdenken, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Ähm, trotz alledem kann ich mir das vorstellen, dass gerade große Firmen sagen, also so ein bisschen Formalie muss eingehalten werden. So, das heißt, wie weise ich das denn nach? Ne? Mhm. Und außerdem als Arbeitgeber bin ich gar nicht befugt, Diagnosen abzufragen. Ne? Mhm. So, das fällt unter den Datenschutz zurecht. Ne? Insofern ist, sind das alles Hilfsbrücken, Mhm. die wohlmeinende Unternehmen vielleicht überlegen. Ne? Mhm. Aber am Ende ist das Sauberste, dass wir ein Gesetz haben, in dem der Anspruch klar geregelt ist und sich niemand erklären muss. Ne? Mhm. 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 Genau. Wie kann ich mir das nachher praktisch vorstellen? Da ist die Mitarbeiterin, die hat die ärztliche Bestätigung, ich bin schwanger, gibt das natürlich in der Personalabteilung ab. Dann kommt natürlich das übliche Prozedere mit Arbeitsplatzbewertung nach Mutterschutz. Und wenn sie dann auf einmal kommt und sagt, ich bin's nicht mehr, Mhm. das würde in dem Moment genügen, wahrscheinlich. Oder Ja, ja, würde genügen. Ja, ja. ne? Ich kann es vom Prozedere gar nicht sagen, aber das weicht ja dann überhaupt nicht ab von dem bereits heute etablierten Verfahren Genau. nach der 24. Woche, wenn es da passieren würde. Ne? Es wird halt nur früher sozusagen etabliert. Mhm. Mhm. Und genau. An Und einer Stelle will würde, ich gerne nochmal nachhaken. Für mich, der ja nun auch als Klinikseelsorger auch teilweise die Frauen mit Fehlgeburten begleitet hat, für mich war es immer ganz wichtig auch zu sagen, diese Frau oder dieses Paar sind Eltern geworden.
Und Mhm. das kann ich Ihnen nicht und das will ich Ihnen auch nicht benehmen. Nur das Kind ist nicht hier, sondern woanders. Mhm. Denn, ganz häufig haben wir ja auch so unterschwellig so dieses Thema Schuld da drin. Schuldvorwürfe im Sinne von, ich bin nicht okay, dass das nicht so geklappt hat oder ähnliches. Und ich muss sagen, die sind für mich, aber ich denke, da sind wir uns einig, absolut fehl am Platz. Ja, ich stimme Ihnen natürlich zu, ne? Auch das ist natürlich ein Effekt von Tabu, ne? Ja. In dem Moment, also sowas bekommt immer dann Raum, wenn nicht drüber gesprochen werden kann, ne? Dann bekommen sozusagen komische Gedanken Raum, ne? Weil Menschen Mhm. dann versuchen, sich das irgendwie selbst alles zurechtzubasteln. In dem Moment, wo über das Thema Fehlgeburt gesprochen wird, kann auch über die Ursachen natürlich transparenter gesprochen werden. Ne? Und wir beide wissen, da gibt es jetzt nicht Schuld, ne? So, sondern da ist auch vieles einfach, weil die Natur es leider so angelegt hat. Oder, also, ne, Ja. die Natur ist halt an der Stelle unberechenbar. Vieles ist nicht beeinflussbar. Aber auch deshalb ist es wichtig, dass das nicht in so einer Tabuzone ist, Mhm. weil erst dann, also in dem Moment, wo offen darüber gesprochen wird, können Schuldgefühle weniger Raum bekommen. Ne? Ganz klar. Genau. Ne? Das ist, und was wir natürlich sehen, die, die Gesundheitskompetenz von Menschen ist nicht durchgängig so gut ausgeprägt, dass man äh, dass man also so, dass man sich alles selbst erklärt und selbst erhält. Ja, zumal stimmt es in dem Moment, was ich mir erzähle. Ich darf mir auch nicht alles glauben, was ich denke. Und natürlich haben wir in dem Moment, also erstens ist es ein Trauma, ne? Ja. Es ist ja nicht nur Trauer, es ist ein Trauma. Es ist ein körperliches Ding Mhm. zusätzlich. Mhm. Und Äh, und nochmal, ich sage, am Ende braucht es eine Transparenz und keine Tabus und dann ist das auch gut für die mentale Hygiene und für den Gesundungsprozess, für den Heilungsprozess. Ne? Auf Genau. jeden Fall. Zumal gleichzeitig ja auch immer die Situation ist, Frauen trauern ja unterschiedlich wie Männer. Und da haben wir ja ganz häufig nach einer Fehlgeburt einfach auch Schwierigkeiten in der Kommunikation. Während die Frauen häufig in der Kommunikation untereinander gehen, sind die Männer an der Stelle außen vor. Das sind ja eher dann diejenigen, die es im Anführungszeichen verarbeiten, verschaffen. Und dann haben wir im Endeffekt auch, dann verstehen sich auch beide Seiten nicht unbedingt. Und was teilweise auch Schwierigkeiten macht. Ja, das mag sein. Das ist ja dann eher in der Paarbeziehung. Da bin ich jetzt Mhm. keine Expertin dafür, weil da würde mir jetzt auch der therapeutische oder medizinische Sachverstand fehlen, Mhm. darüber zu sprechen. Ähm, und ich glaube, es gibt ja auch nicht die eine Art Frau, nicht jede Frau ist gesprächig. Es gibt auch Nö. unterschiedliche Situationen. Es ist unter Umständen ein Unterschied, ob man das bei der Erstschwangerschaft ein Kind verliert oder ob man zum Beispiel schon viele Schwangerschaften auf diese Weise beendet Mhm. hat oder ob da schon 3 Kinder sind, na, oder also so und vieles wird die Frau dann in dem Moment aus der Situation, die sehr unterschiedlich sein kann, fordern, ne? Mhm. Ähm, äh, und wenn ich dann eine vollbeschäftigte berufstätige Frau habe, dann muss es nicht zwangsläufig so sein, dass sie mit ganz vielen anderen Frauen darüber spricht, sondern in ihrem Beruf eben auch das Bedürfnis hat zu funktionieren Mhm. und das unter Umständen so auslebt, dass sie es eben nicht anspricht. Ne? Mhm. So, also auch bei Frauen gibt es diese Phänomene, dass man keine Schwäche zeigen möchte. Ne? Also Klar. das sage ich mal nochmal rückblickend auf meinen LinkedIn-Post, auf die Nachrichten, die ich bekommen habe. Da schreiben das Frauen, da schreiben sie, dass sie das mit Schwäche gleichsetzen und dass sie sich nicht trauen würden, darüber öffentlich zu sprechen. Ne? Mhm. Also insofern, ich glaube,
Es hängt eben, also es gibt nicht die eine Art, wie Mhm. Menschen arbeiten, das wissen Sie auch, ne? Und es gibt vielleicht auch nicht den Mann und die Frau, aber klar ist, es ist für alle eine belastende Situation. Mhm. Ne? Und ich glaube, genau deshalb hoffen wir, dass die Bundesregierung das ins Gesetzblatt reingibt und dann wirklich auch sagt, ähm, der gestaffelte Mutterschutz möglicherweise sogar ab der 12. Schwangerschaftswoche muss kommen, damit wir an dieser Stelle nicht an den falschen Stellen miteinander diskutieren müssen, sondern wirklich die Themen angreifen, die wichtig sind, die Heilung, die ein gutes Miteinander und in letzter Konsequenz auch für die Unternehmen ja, erfolgreich sind. Auf Ja, jeden Fall. Also ich würde das sehr begrüßen. Und auch für die Firmen kann es nur ein Gewinn sein, weil ja. Firmen haben ein Interesse, gerade angesichts der hohen Beschäftigungsquote von Frauen, dass ihre Mitarbeitenden am Arbeitsplatz gesund sind und eben Tatsache auch lange gesund bleiben. Ne? Ja. Und wenn Sie darüber kommunizieren können, wenn Sie Mhm. wollen, dann hilft das auch nochmal A fürs Gesundheit, für die Gesundheit, B für die Unternehmenskommunikation, Unternehmenskultur und ja, damit einfach auch, dass Mitarbeiterinnen möglichst lange auch im Unternehmen bleiben. Mhm. Denn in dem Moment, wo ich als Mitarbeiterin an dieser Stelle, ich sage einfach mal, vor den Kopf gestoßen werde, dann frage ich mich natürlich, passe ich noch in dieses System? Oder passe ich noch zu diesem Arbeitgeber? Und rein daher sollten alle das Interesse haben, an dieser Stelle etwas zu bewegen. Ich würde es auf jeden Fall unterstützen. Ich sage mal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, dass wir an dieser Stelle einen Impuls setzen können, möglicherweise, der wirklich auch trägt und dass die Gesetzesentwicklung kommt. Ganz herzlichen Dank. Danke auch.